Ja, hallo nochmal. Vorgestellt habe ich mich ja gerade schon mal. Der Grund, warum das heute der längste Titel in der Geschichte der Community Köln ist tatsächlich ein ganz einfacher. Es ist Clickbaiting. Nein, es ist nicht Clickbaiting. Es ist der Tatsache geschuldet, dass das eigentlich, was ich euch heute zeige, hat vom Charakter, es ist so ein bisschen Reverse Engineering. Also wir haben ja dieses Feature oder diese beiden Features, die ich euch heute zeigen werde, die haben wir auf der Team 22 im April in Las Vegas vorgestellt und hatten eigentlich auch auf diesem Event zum allerersten Mal die Möglichkeit, mal wieder mit Leuten zu sprechen und auch mal in tiefe Gespräche reinzugehen. Und diese Gespräche sind natürlich auch in person immer nochmal deutlich besser, also auf einer informellen Ebene zu reden, bringt einem eine Menge Insights immer. Wir haben uns sehr gefreut. Und all das, was wir in diesen 2 Jahren gemacht haben, haben wir angereichert durch ganz, ganz viele Sachen, die wir im Nachhinein mitbekommen haben. Und die habe ich dann im Prinzip Reverse Engineering-mäßig alles in einen Zeitstrang eingebettet, den ich heute mit euch wieder durchgehe. Und deswegen dieser ewig lange Titel, weil es natürlich auch in den letzten 2,5 Jahren ein bisschen chaotisch war. Also dieser Titel soll ein bisschen dieses Chaos, das in der Pandemie vorgeherrscht hat, so ein bisschen wiedergeben und wie wir als Team darauf reagiert haben. Und als hätte Thomas meine Präsentation gekannt, wir beginnen hier mit dem Elefanten, den er schon angesprochen hat. Der Elefant natürlich, gehen wir mal zurück, 2 Jahre früher, 2020, die Teams, die Büros sind verwaist, alle Leute sitzen im Homeoffice. Was ist also die Situation? Die Situation ist, ich kann es euch mal aus meiner Sicht geben, morgens noch mit Leuten auf Slack geschrieben, ins nächste Google Meet, weil wir intern eher Google Meet verwenden, dann in einen externen Zoom-Call, wieder in Slack, wieder in Google Meet, zwischendrin schauen, dass die Kinder nicht vollkommen ausflippen und denen die tägliche Sportstunde von Albert Berlin anmachen, ins nächste Google Meet. Also genau so sah das Thema Kollaboration am Anfang aus. Seid ihr alle in the mood? Könnt ihr euch alle zurückerinnern? Seid ihr schlecht drauf? Dann haben wir genau die Ausgangssituation, die wir für diese Präsentation brauchen. Ab jetzt geht es nur noch aufwärts. Ja, zuallererst wollte ich mal ganz kurz mit euch über das Thema Wandel sprechen. Ist ja ein Begriff, der eigentlich schon seit einigen Jahrzehnten mittlerweile eigentlich durch die Gegend wabert. Und Wandel wird immer propagiert, Wandel ist gut, Wandel ist auch notwendig. Im Bereich oder in Bezug auf das, was wir heute angehen wollen, sprechen wir natürlich über verteilte Arbeit und wie verteilte Teams miteinander kollaborieren können, miteinander zusammenarbeiten können. Jetzt ist in Bezug auf diese Pandemie natürlich immer zu sagen, dass es jetzt nicht absolut vom Himmel gefallen ist. Also das Thema verteilte Arbeit hat schon vor der Pandemie bestanden oder war schon präsent, es war natürlich noch nicht so etabliert wie heute, das ist eben alles durch die Pandemie gekommen. Aber es war zumindest mal da und es gab auch schon Lösungen, um eben verteilt arbeiten zu können. Das große Problem, das natürlich im Frühjahr 2020 einhergegangen ist, erzwungener Wandel ist immer schlecht. Erzwungener Wandel erhöht das Stresslevel enorm, weil man eigentlich, und so war es ja auch, über Nacht mit einer Situation konfrontiert wird, bei der es heißt, so, Lösung, jetzt. Jetzt. Habe ich schon jetzt gesagt? Und dann geht natürlich der Puls nach oben und man sucht verzweifelt nach Lösungen. Wie sieht diese Lösung aus, beziehungsweise wie geht diese Lösungssuche vonstatten? In einer normalen Welt, also in einer Nicht-Pandemie-Welt, ist das ja durchaus etwas, was mir persönlich immer sehr viel Spaß macht. Also man wird mit einer Problemstellung oder mit einer Herausforderung konfrontiert und dann geht man erstmal in eine Recherche. Man geht explorativ nach vorne, schaut, was gibt es für Lösungen, für Tools, für Ansätze, Konzepte, schaut sich um, erstellt erste Listen, dampft diese Listen vielleicht auch wieder ein, weil man merkt, manche Dinge haben vielleicht treffen irgendwelche K.O.-Kriterien nicht und kommt am Ende mit so einer Liste rum, bei der man dann wiederum sagt, jetzt gehe ich intern mal ein wenig auf Brautschau, schaue bei meinen KollegInnen, also betreibe ein bisschen Werbung, wollt ihr da mit mir dran arbeiten, dass wir das voranbringen, gehen auch erste Anwendungsfälle an. Und dann kommt üblicherweise, und hier kommen wir schon zum ersten, was wir Reverse Engineering aus all den Gesprächen, die wir mit den Leuten in den vergangenen Wochen geführt haben, dann kommt dieser eine große Moment, an dem die Präsentation kurz mal aushakt, weil ich den falschen Pfeil gedrückt habe, Entschuldigung, dann kommt die Compliance und verdirbt das Ganze. Ich habe das jetzt gerade mal ein bisschen provokant formuliert. Natürlich verdirbt die Compliance das Ganze nicht. Das Thema Compliance ist wichtig, das Thema Compliance ist auch sinnvoll,
Aber gerade aus den Gesprächen, die wir geführt haben, war das Thema Compliance in den ersten Tagen der Pandemie erstmal, naja, ich würde jetzt sagen, ein bisschen nebensächlich, so blöd wie das auch klingen mag. Natürlich ist man nicht herumgelaufen und hat geschaut, was ist nicht bei 3 auf den Bäumen und das kaufe ich dann. Aber man hat auf jeden Fall erstmal dafür sorgen müssen, dass überhaupt der komplette Apparat am Laufen bleibt. Also wie schaffe ich es, dass meine Teams weiterhin miteinander arbeiten können? Und dann wurden erstmal Sachen angeschafft, vielleicht auch, ja, erstmal gesagt, um dieses Thema kümmern wir uns später. Und dann kam ein Satz, der auch tatsächlich genauso gefallen ist. Wir machen das jetzt erstmal so. Ihr könnt ja mal ganz kurz für einen Moment in euch gehen, ob ihr vielleicht so ein "Wir machen das jetzt erstmal so" Moment in eurem beruflichen Leben schon mal hattet. Ich kann für meinen Teil sagen, ich hatte den bei jedem einzelnen Arbeitgeber, bei dem ich bisher gearbeitet habe, denn das ist, glaube ich, etwas, was einfach passiert, dass man sagt, ich mache das für jetzt mal so und das werden wir irgendwann mal ändern und irgendwann ist 5 Jahre später und man merkt, komisch, ich mache das jetzt irgendwie immer noch so. Und jetzt ist es vielleicht auch teilweise schon zu spät, um das noch zu ändern. Und genau darum geht es heute, so ein bisschen dazu für sensibilisieren, dass man das Ganze nochmal auf den Testprüfstand stellt und eben schaut, was haben wir vielleicht vor 2 Jahren so gemacht und wo sollten wir heute zum Beispiel hin. Lösungssuche die zweite. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in das, worüber ich heute eigentlich sprechen wollte. Also würden wir jetzt in der Literatur sprechen, haben wir bisher eher so den Prolog im Himmel gehabt. Und jetzt kommen wir zu dem Kern des Pudels. In dieser Zeit, durch die Pandemie, haben wir natürlich als Anbieter im Atlassian Marketplace auch gesehen, okay, da bewegt sich gerade was. Da shiften sich gerade Anforderungen komplett rum. Jetzt gerade geht es wirklich um das Thema Kollaboration. Jetzt geht es gerade um das Thema, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie gemeinsam auch visualisieren können. Um diese Zeit rum, ich weiß nicht, wer von euch schon mal, wir haben ein öffentliches GitHub-Repository, bei dem auch, also wir kommen ja ursprünglich aus dem Open-Source-Sektor, das heißt, diese GitHub-Repositories ist bei uns die Stelle, also Thomas war da bestimmt schon diverse Male, ist die Stelle, wo man Feature-Requests etc. einreichen kann. Ihr könnt da ja mal gerne drüber schauen, euch rege daran beteiligen. Ich lade euch herzlich dazu ein. Aber hier mal ein kurzer Auszug aus der Zeit, was da bei uns so eingetrudelt ist. Also, wir wollen Kollaboration in Whiteboards. Wir wollen Visualisierung durch Whiteboarding. Wir wollen digitale Whiteboards. Also ihr könnt euch schon vorstellen, in welche Richtung das Ganze ging. Dann kam eben wieder das Thema Kollaboration, Echtzeit, Realtime-Editing. Also es drehte sich alles immer wieder genau um diese Themen. Das Allerschönste war das letzte, irgendwas wie Miro, aber bitte in Confluence. Also gerade in den ersten Tagen, ich weiß nicht, wie ihr es gelöst habt, aber wer den Aktienmarkt auch so ein bisschen verfolgt hat, in den ersten Tagen die Aktien von Zoom und Miro gingen durch die Decke und das hatte einen Grund. Also die beiden Tools haben eben genau das abgebildet, was man brauchte und wie man diesen ersten Bedarf, diesen ersten Need überbrücken konnte. Und jetzt ging es halt darum, wie schaffen wir das bei uns abzudecken. Aus der Vorstellung heraus habe ich schon bei manchen Leuten gesehen, okay, ihr seid schon in dem Thema Visualisierung drin. Ich möchte, bevor ich jetzt hier zu dem Konkreten, wie haben wir das gelöst, also zu diesem Teil der Story, ich versuche es abzukürzen. Verkaufspart Nummer 1 für all diejenigen, die noch nicht mit Draw.io gearbeitet haben. Wir sind eine Visualisierungslösung. Wir sind die führende Visualisierungslösung in Confluence. Was meine ich damit? Visualisierung heißt alles, was sich darum dreht, Prozesse abzubilden in Confluence, Netzwerkarchitekturen, standardisierte Modellierungssprachen, BPMN, UML, bis hin zu Floorplans, Organisationsabbildungen, also kompletten Organisationseinheiten und so etwas. Das kann man mit Draw.io machen. Und hier sind wir auch die beliebteste und meistverwendete Lösung. Und jetzt kommen wir zu dem wieder Nicht-Verkaufspart, unsere Positionierung hat bis zu diesem Tag, als die Pandemie eingetreten hat, immer sehr stark technisch getrieben. Das heißt, es gibt in dieser Welt der Visualisierung, gibt es 2 Lager, könnte man heutzutage sagen. Das eine Lager ist das Thema kollaboratives Visualisieren, das andere Lager ist eher das Thema technisches Visualisieren. Also technisches Visualisieren, ich muss etwas bei mir zum Beispiel in Confluence dokumentieren, einen Prozess. Und ich werde auch, dieser Terminus ist ja heute schon gefallen, ich werde auch auditiert. Das heißt, ich muss auch dafür sorgen, dass diese Sachen alle nachvollziehbar sind, dass sie versioniert werden. Genau in dieser Welt haben wir uns wohlgefühlt, haben wir jahrelang auch entsprechend darauf aufgebaut, waren da sehr stark unterwegs und haben dann gemerkt,
okay, das Thema Kollaboration, da müssen wir was machen. Es wird nachgefragt, der Markt möchte es gerade. Am Ende des Tages ist unser Zielzustand, dass wir uns Richtung kollaboratives Editieren hinbewegen, um so diesen Best of both worlds Anspruch so ein bisschen erfüllen zu können. Ganz kurz, das hatte ich gerade schon angerissen, also wir sprechen über Diagramme, da kommen wir her, das hier ist ein BPMN-Diagramm, dafür gibt es auch unseren Diagrams-Editor, den man in Draw.io verwenden kann, aber genau davon wollten wir ja eigentlich weg, beziehungsweise das war nicht der Auftrag, den wir bekommen haben. Es sollte etwas sein, was ein bisschen mehr zum Thema Kollaboration geht. Also runtergedampft in dem, was ihr gerade schon gesehen habt, im Prinzip zwei, nämlich einmal ein Whiteboard-Feature implementieren, zweite Anfrage, Real-Time-Editing ermöglichen. Kleiner Spoiler, hier ein Haken ist auf jeden Fall schon da, der andere, naja, er ist eigentlich auch schon da, aber sonst hätte die Grafik keinen Sinn gemacht. Also die Checkboxen sind beide schon abgehakt und es geht jetzt darum, wie sind wir diesen Weg gegangen. Das allererste, das kann ich euch schon mal zeigen, ist, wir haben diesen Whiteboard-Editor eingebaut. Für alle von euch, die Draw.io schon mal verwendet haben, beziehungsweise auch für die, die es noch nicht verwendet haben, ganz wichtig, das hier ist kein neues Produkt. Das hier ist ein Editor, der in derselben Draw.io Diagrams App verwendet werden kann. Und zwar ist es einfach nur die Verwendung eines anderen Makros. Ihr seht jetzt hier schon dieses Whiteboard, da haben wir ein bisschen, also wir haben es auch durchaus für die Organisation der Team 22. Das ist hier genauso, das haben wir nicht gefaked. Genauso haben wir zusammengesessen und haben quasi die Hoodies für die Team 22, den Hoodie, den ich übrigens heute anhabe, den haben wir geplant über ein Whiteboard. Und ich würde jetzt einfach mal ganz kurz aus der Präsentation rausspringen und euch diesen Editor einfach mal zeigen, damit ihr mal gesehen habt, was kann man sich darunter eigentlich vorstellen. Wir sind hier in unserer Confluence Cloud-Umgebung. Hier habe ich mal eine Lorem Ipsum-Seite für euch aufgesetzt. Das hier ist genau das, was ich eben meinte. Also das ist ein Class-Diagramm. Daher kommen wir, da waren wir immer stark. Aber was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen hier auch ein entsprechendes Whiteboard einsetzen. Also ich gehe hier einfach mal zu der jeweiligen Zeile auf unserer Confluence-Seite und ich trage hier den Makrobefehl /draw. Ganz wichtig für alle, die Server und Data Center verwenden, also diese beiden Deployments, da ist es ja immer die geschweifte Klammer. Ihr könnt es natürlich auch hier oben über das Plus machen, das geht auch, aber ich nehme immer ganz gerne die Abkürzung über den Makrobefehl und hier eben nicht das Thema Diagram, sondern hier das Thema Whiteboarding. Dann öffnet sich unser Editor. Und dann seht ihr hier schon, das sieht signifikant, für alle, die den Diagrams-Editor schon kennen, das sieht signifikant anders aus als das, was ihr bei Draw.io gewöhnt seid, eben wie ein Whiteboard ausschaut. Ganz wichtig ist, diese beiden Editoren unterscheiden sich überhaupt nicht in den Features. Also beide Editoren können alles für euch abwickeln, was ihr gerne abwickeln möchtet. Nur die Basic-Settings, die Default-Settings sind andere. Also ihr seht jetzt hier, ich meine, ein Whiteboard heißt Whiteboard, weil es eigentlich ein weißes Blatt Papier ist. Es gibt hier kein Raster per Default, aber das könnt ihr natürlich auch hier anklicken, wenn ihr das möchtet. Stattdessen gibt es aber, und wir können diese Menüs im Gegensatz zum Diagrams-Editor auch alle minimieren, also dass ihr hier eine maximale Zeichenfläche habt. Ich mache das hier mal wieder, hole das hier mal wieder auf, beziehungsweise ich klappe beide wieder aus. Im Gegensatz zum Diagrams-Editor haben wir aber hier zum Beispiel Dinge wie, dass ihr einfach per Drag and Drop das hier drauf macht, das ist nichts Neues, aber dass ihr, wenn ihr hier eine Verbindungslinie zieht, dieses Shape auch direkt kopiert wird. Und dann sind hier auch solche Default-Einstellungen, dass wir zum Beispiel hier per Standard sind diese Pfeile ein bisschen, also sind die so gerundet dargestellt, damit es eben alles so wirkt, wie als wäre das handgezeichnet. Das ist auch hier so ein Sketch-Mode, so nennen wir den. Den könnt ihr hier aktivieren oder deaktivieren. Und dann habt ihr hier ein Basismenü aus 5 verschiedenen Shapes, die ihr verwenden könnt. Das reicht für ein Brainstorming schon vollkommen aus. Aber natürlich haben wir hier auch noch erweiterte Shape-Bibliotheken, aus denen ihr die Shapes rausnehmen könnt und damit arbeiten könnt. Wenn ihr etwas damit machen möchtet, auch wie gesagt ganz einfach Drag and Drop und ihr könnt es hier auf die Zeichenfläche ziehen. Dann haben wir etwas, das mag ich persönlich sehr gerne. Wir haben hier diese Freehand-Funktionalität und ich mag das Brush-Feature hier am allerbesten. Und ich begrüße euch jetzt einfach mal und sage Hallo mit einer mehr schlechten als rechten Handschrift.
Sobald ich das hier abgeschlossen habe, ist das hier ein Objekt, das ich auf der Zeichenfläche auch hin und her schieben kann. Ich kann es sogar auch entsprechend anders einfärben, nur um euch das mal zu zeigen. Ein Feature, das ich persönlich, also ja, das Brush-Feature mag ich sehr gerne. Für diesen Anwendungsfall des Whiteboards gibt es aber etwas, was ich euch noch zeigen möchte, was noch viel wichtiger ist. Und zwar gibt es in Draw.io ja Templates, also Vorlagen, die ihr verwenden könnt, um insbesondere, also das Thema Whiteboarding kommt ja in einem Anwendungsfall wie einem Brainstorming vor. Oder wenn ihr euch zum Beispiel im agilen Softwareumfeld bewegt, wo es Retrospektiven gibt, wo es Sprint-Plannings gibt, dort braucht ihr natürlich auch entsprechende Vorlagen, um damit auch arbeiten zu können. Und ich mache das hier mal gerade weg und minimiere das jetzt hier mal gerade. Ihr habt hier über dieses Plus die Möglichkeit, ein Template einzufügen und wir haben hier in den Custom Templates, das könnt ihr tatsächlich auch alle in unserem, wir haben einen Blogartikel dazu geschrieben, beziehungsweise eine komplette Blogkampagne und dort könnt ihr diese Vorlagen, die wir haben, alle runterladen und dann auch entsprechend bei euch in Confluence in Draw.io einbetten. Und wenn ihr jetzt in einer Retrospektive seid und ihr wollt ein Check-in machen, dann könnt ihr zum Beispiel dieses Template jetzt hier verwenden und könnt dann mal zu jedem dieser 6 Teammitglieder sagen, ja, wie schaut es denn bei euch aus? Wie geht es euch heute? Also Melis sagt dann, ja, hat ein schlechtes Telefonat gestern, ich bin ein bisschen genervt. Während Vitor zum Beispiel sagt, also mir geht es blendend, ich hatte heute Morgen 2 Abschlüsse, ist total super. Und jetzt fragt ihr euch natürlich der nächste Schritt, ja, wenn ich jetzt hier mit einem Team drauf arbeite, wo ist denn jetzt gerade das Team? Also ich sehe jetzt dich, Bastian, wie du hier mit der Maus entsprechend rumchangierst, aber das soll doch auch ganz entsprechend kollaborativ möglich sein. Hier greife ich jetzt schon mal kurz voraus. Das könnt ihr, also es ist grundsätzlich enabled. Wir haben uns, und dazu würde mich auch sehr eure Meinung, das könnt ihr euch schon mal aufschreiben, dazu bin ich sehr interessiert an eurer Meinung, denn wir hatten in der Entwicklung dieses Features 2 Lager. Das eine Lager war, per Default alle Mauszeiger anzeigen lassen. Das andere Lager war, oh mein Gott, ich möchte doch nicht mit 20 Leuten auf einem Whiteboard sein und dann gibt es da nur so Rumgehusel. Ich will, dass dass Leute ihren Mauszeiger scheren können, wenn sie das möchten. Ich kann es kurz abkürzen, dass das Team Mauszeiger scheren, wenn ich es möchte, hat gewonnen. Und zwar könnt ihr das über einen Rechtsklick einfach hier aktivieren und dann sieht man euren Mauszeiger entsprechend. Wie das Ganze dann aussieht, zeige ich euch gleich. Wir publizieren das erstmal. Ich gebe hier einfach mal einen Zufallstext ein. Und dann seht ihr genauso wie bei Draw.io Diagrams auch wenn jetzt natürlich hier sehr viel drauf ist, sehr viel Weißraum. Es ist nicht die schönste Visualisierung, die ich in meinem Leben erzeugt habe, aber wenn ich das publiziere, ist das auf meiner Confluence-Seite und kann zu jeder Zeit auch wieder aufgerufen und verändert werden. Wie das Ganze dann aussieht in Realtime, gucken wir uns jetzt mal, wir springen in die Präsentation mit rein. Wir haben das auf der Team 22 einmal probiert. Das Thema Realtime-Editing in der Präsentation zu zeigen, ist schwierig. Deswegen habe ich mich für heute erstmal, ich meine, jetzt haben wir ja zum Glück ist ja Peter bei mir aus dem Team auch mit im Talk hier. Vielleicht können wir im Anschluss an die Präsentation euch nochmal beweisen, dass es auch tatsächlich möglich ist, weil er hat ja Zugriff auf dieselbe Confluence-Instanz, die ich euch gerade gezeigt habe. Mir war es aber wichtig, dass ihr hier schon einmal seht, wie das Ganze in Action aussieht. Also es werden, und das waren die beiden wichtigsten Features, die uns zugetragen worden sind, einmal man soll in Echtzeit kollaborieren können und man soll sehen können, wer sich gerade auf dem Whiteboard befindet. Ansonsten macht nämlich auch das ganze Thema Echtzeit-Kollaboration keinen Sinn. Also wenn ihr euren Cursor teilt, sieht man den Cursor, der ist entsprechend eingefärbt, euren Namen dazwischen und man sieht auch entsprechend farblich umrandet, wo auf diesem Diagramm ihr euch gerade befindet. Wir haben hier für dieses Beispiel absichtlich mal ein BPMN-Diagramm gewählt. Ihr habt ja gerade gehört von mir, als ich gesagt habe, naja, das sind eher so die Anwendungsfälle für unseren Diagrams-Editor. Aber genau wie ich auch gerade gesagt habe, beide Editoren haben dasselbe Feature-Set. Ihr könnt auch ein BPMN-Diagramm auf einem Whiteboard erzeugen mit eurem kompletten Team. Das ist alles möglich. Ja, back to Compliance. Ich hatte ja am Anfang gesagt, und warum es am Ende doch immer wieder auf die Compliance hinauskommt. Mit einer der ersten Talks, die ich auf der Team 22 habe, war, und mein Kollege Peter, der heute da ist, hatte ein ähnliches Gespräch. Was ist das? Also so war das Gespräch. Was ist das? Kollaboratives Editieren. In Confluence? Ja. So in Confluence. Ja, es ist alles in Confluence. 100% eingebettet. Also nicht auf irgendwelchen Drittservern.
Nein, nicht auf irgendwelchen Drittservern. Ach Gott sei Dank, dann kann ich ja jetzt endlich von meinem Drittanbieter-Tool weggehen, das wir am Anfang der Pandemie angeschafft haben. Und diese Aussage, die haben wir nicht wenig gehört. Also, dass wir natürlich mit entsprechendem Feedback, also wir haben ja immer mindestens ein Ohr auf den Gleisen, auch wenn Thomas vorhin schon gesagt hat, er hat dieses Feature ganz oft erfragt. Das ist natürlich immer so diese Krux von wegen, wie wird die Roadmap gestaltet? Man muss da als Anbieter auch immer so ein bisschen so vorgehen, dass man sagt, wo ist gerade die größte Nachfrage? Wem kann ich damit gerade am meisten Gutes tun? In der Pandemie war das natürlich ein Feature, das direkt aufs Tableau kam und dann auch entsprechend umgesetzt worden ist. Und ich freue mich auch, dass wir es umgesetzt haben, weil es ein tolles Feature ist. Aber was wir eben nicht mitbekommen haben während dieser Zeit ist, wir wussten, es besteht eine Nachfrage, aber wir wussten nicht, dass diese Leute diese Nachfrage hatten, weil sie ganz, ganz schnell weg von diesen Tools wollten. Wir haben es natürlich hier und da mal vermutet, aber dass dieses Statement, dann kann ich ja von meinem Drittanbieter-Tool weg, dass das so oft kommt, das hätten wir tatsächlich nicht erwartet. Deswegen für heute habe ich jetzt einfach mal aus all den Gesprächen, aus all der Erfahrung, die wir mitgenommen haben in dieser Zeit, 3 Fragen mitgebracht. Vielleicht könnt ihr euch die ja auch mal stellen, falls ihr in der Pandemie auch Software angeschafft habt. Die erste eben, wo liegen meine Daten? Das ist insofern wichtig, insbesondere bei Drittanbieter-Tools, weil wenn wir mal schauen in die Systemlandschaft, die sich um das Thema Kollaboration drehen, sind das meistens amerikanische Software-Tools. Und bei amerikanischen Software-Tools, deswegen sind ja auch so viele im Atlassian-Ecosystem mit drin, man hat die Möglichkeit, im Atlassian-Ecosystem zu bleiben. Also bei Server und Data Center hat man ohnehin die Hand auf den Daten komplett drauf. Und bei Confluence Cloud gibt es ja jetzt inzwischen auch schon seit mehreren Jahren die Möglichkeit, zumindest mal in einem europäischen Data Center zu bleiben. Das hat man bei Drittanbieterlösungen eben in der Regel nicht. Es ist nicht bei allen so, manche bieten auch das Hosting auf europäischen Servern an. Aber das ist so eine Frage, die man stellen sollte. Die zweite Frage, welche Standards werden eingehalten? Auch da so ein bisschen für die Sensibilisierung. Ich weiß nicht, ob ihr damit schon mal in Kontakt gekommen seid, wie sehr ihr euch damit beschäftigt habt, aber es gibt ja auch durchaus einige Programme seitens Atlassian. Das jüngste Programm, also wir reden jetzt verstärkt über die Cloud. Ich weiß nicht, ob ihr auf Cloud seid, weil bei Server und Data Center stellt sich diese Frage nicht, weil ihr ja entscheiden könnt, wo die Daten liegen. Aber gerade bei der Cloud ist es so, dass Atlassian zum Beispiel diesen Status Cloud Fortified eingeführt hat vor wenigen Monaten. Also, dass alle Anbieter, die sagen, wir sind Cloud Fortified, müssen dafür sicherstellen, dass sie mal zumindest Data Residency anbieten. Also, dass alle Daten, die in den Apps, in Atlassian Tools erzeugt werden, dass die auch im Atlassian Tool abliegen. Was dann natürlich bedingt, dass es im selben AWS Data Center abliegt, in dem auch die Atlassian Cloud Instanz gehostet wird. Das wäre in diesem Fall in Deutschland für euch das Data Center in Frankfurt. Wir sind vom Team Joy.io, kann ich sagen, gehen sogar noch einen Schritt weiter, weil unsere App browserbasiert ist. Wir haben auch die Möglichkeit, das Thema Data Governance anzubieten. Also es gibt, und das Thema Real-Time Editing gehört dazu. Das hatte ich vorhin nicht gesagt. Das Thema Real-Time Editing können wir aktuell, was heißt aktuell, wir können es nur in der Atlassian Cloud anbieten. Das hat damit zu tun, dass es einfach technisch auf Server und Data Center nicht umsetzbar ist. Das hat Performance-Gründe, das hat ein paar tiefere technische Gründe. Wenn wir nachher noch Zeit haben, können wir gerne mal kurz darüber sprechen. Aber auch, also in der Cloud ist auch dieses Feature nicht ohne einen dritten Server, auf dem das Ganze gerendert wird, möglich. Wir stellen aber sicher, dass dieser Server, auf dem das Ganze gerendert wird, auch im selben Datacenter in Frankfurt abliegt. Also dort unterliegen europäische Sicherheitskriterien, sämtliche Standards Richtung Sicherheit, Richtung Privatsphäre, sodass ihr sicherstellen könnt, dort, wo meine Atlassian-Daten abliegen, dort liegen auch diese Daten von diesem Server ab. Da wird nichts getrackt. Zu dem Thema kommen wir jetzt auch gleich. Das ist nämlich die dritte Frage. Wie schaut es mit Tracking aus? Wir tracken nicht. Weder Daten von AnwenderInnen noch Daten der Anwendung an sich. Aber auch das ist eine Sache, die nicht selbstverständlich ist und die auch von Seiten Compliance durchaus kritisch beäugt wird. Manchmal auch zu Recht. Man soll nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt manche Tools, die schon wirklich 4, 5, 6, 7 unterschiedliche Tracking-Pixel oder Tracking-Codes eingebettet haben. Und das wird auch dann nach hinten raus wieder ein Sicherheitsrisiko. Also diese Sachen einfach mal auf den Prüfstand stellen, zu schauen, wo können wir konsolidieren.
weil dann klappt es auch mit der Zusammenarbeit, wenn alle glücklich sind. Denn das Thema, denn die Compliance-Abteilung gehört ja tatsächlich auch zum selben Unternehmen. Zum Schluss, bevor wir mal in eine Diskussion gehen, wollte ich einfach mal Danke sagen. Danke auch und ja, danke für das Feedback, das bereits eingeflossen ist, um uns dahin zu bringen, wo wir heute schon sind. Danke aber auch für das Feedback, das wir in der Zukunft noch bekommen. Danke auch tatsächlich an unser Entwicklungsteam, falls Sie das im Nachhinein, Sie sind alle englischsprachig, und bis auf einen. Deswegen weiß ich nicht, ob Sie es sehen werden, aber Dankeschön tatsächlich auch für die Arbeit, die hier reingeflossen ist, weil so ein Feature als App in Confluence eingebettet auf die Beine zu stellen, ist nicht gerade eine triviale Sache gewesen und das im Rahmen von 1 bis 1,5 Jahren. Da freut es mich als jemand, der im Marketing und Sales unterwegs ist, schon extrem, dass wir das jetzt gerade bewerben können und dass wir das vor allem auch euch ans Herz legen können, weil es macht wirklich Spaß. Also ein allumfassendes Danke, auch hier wieder mit unserer Brush-Funktion erstellt. Und bevor wir in die Diskussion gehen, ich bin schon ganz gespannt darauf, wollte ich euch noch ganz kurz 3 Links ans Herz legen. 2 sind Whitepaper, die wir veröffentlicht haben. Das eine dreht sich eher um das Thema Visualisierung im Allgemeinen, also wirklich als Konzept auch, falls ihr mit dem Thema noch nicht so in Kontakt gekommen seid. Warum ist Visualisierung wichtig? Da geht es auch ganz viel um neuronale Netze, warum unser Gehirn so funktioniert, wie es funktioniert. Und dann auch noch ein White Paper und auch ein Blogartikel zu unserem Whiteboarding-Feature. Und da könnt ihr euch nochmal im Detail durchlesen, wie das Ganze funktioniert und wie ihr darauf zurückgreifen könnt. Ja, und dann wären wir eigentlich schon durch. Und dann freut es mich extrem, mit euch in den Diskurs zu gehen und vielleicht auch mal zu hören, wie ihr die Pandemie erlebt habt und was eure Meinung ist zu dem, was wir jetzt gerade gehört haben.